Knödel, willkommen zum zweiten Teil von Das war größer als meine Angst. Meine Nacht im neuen Zuhause war tatsächlich gar nicht so schlecht, was ich als Erfolgserlebnis werte, aber ich war an dem Tag so aufgeregt, was uns da alles erwarten würde. Doch vorher wird's nochmal so richtig lecker. Teil 1 hat ja schon lecker geendet, aber das jetzt wird euch umhauen. Taucht mit mir ein in die Welt von 1001 Buffet. Erinnert ihr euch noch an den Burgo de Arias aus dem zweiten Vlog? Den gab es hier auch und mir wurde gesagt, dass der mit diesen roten Fruchtwürfeln gegessen wird. Wie ihr seht, gab es hier alles, was das Frühstücksherz begehrt. Sogar Churros. Ich kann das eher nicht rollen. Die Mischung aus den Burgo de Arias mit den süßen Fruchtwürfeln war ganz gut, aber ich muss sagen, ich bin doch lieber Team Porridge. Auch in Granada sind die obligatorischen Bitterorangen natürlich omnipräsent. Und in den pittoresken Straßen findet sich eine Vielzahl an Bäckereien und Leckereien und das war wirklich schwer zu widerstehen. Wir haben uns dann für Brot mit Hummus entschieden und die dann dort verspachtelt und ich wurde langsam so richtig aufgeregt, weil es endlich zur Alhambra ging, der bekannten spanischen Stadtburg und das war wirklich eine Stadt. Die Burganlage ist nämlich 740 Meter lang und bis zu 220 Meter breit. Das heißt, da war ordentlich Laufen angesagt. Dieser Palast ist übrigens der Generalife, also der Sommerpalast, und wesentlich kleiner als sein großer Bruder auf der anderen Seite des Berges, den wir uns gleich ansehen werden. Das wirklich Pompöse hier waren die Nasridenpaläste. Ein Palastkomplex der Nasriden, also die letzte muslimisch-maurische Dynastie dort. Und auf gut Denglisch war ich einfach nur geflasht von dieser tollen Bauwerkskunst. Und weil viele hier ihre schicken Instagram-Fotos gemacht haben, dachte ich mir, ich mache das jetzt auch mal.
Und ich sage euch, diese maurische Architektur hat mich einfach umgehauen. Von Holzschnitzereien zu Säulenarkaden, arabische Inschriften und stalaktitenartigen Einkerbungen übertraf sich einfach jeder Raum, bis wir in den Löwenhof kamen und das war mein persönliches Highlight. Warum hieß der eigentlich Löwenhof? Ganz einfach, da in der Mitte seht ihr einen Brunnen mit exakt 12 Löwen, die alle in eine andere Richtung schauten. Also ich fand es da einfach spektakulär. Es gab auf diesem Palastkomplex noch so viel mehr zu sehen, aber ich habe euch hier mal so meine Highlights präsentiert. Bevor wir zum Abendessen übergehen, möchte ich euch noch gerne einen Überblick über den gesamten Komplex geben. Dieser tolle Ausguck ist die Al-Kasaba, der Wohnsitz der Sultansfamilie, bevor die Nasridenpaläste fertiggestellt wurden. Und was ich hier total eindrücklich finde, ist, man sieht Palmen, man sieht aber auch einen Schneeberg. Es ist Januar, also für mich eigentlich was sehr Kaltes. Dort waren es aber 16 Grad und überall Orangenbäume. Also selbst die Verwirrung war hier verwirrt. Hi, Schätzli. Mein Knufffoto. Hey, das ist mein Video. Meine Knuffvideos. Wir haben nicht genug. So cool. Und wieder endet ein Vlog mit Gaumenfreuden. Und apropos Freude, ich freue mich, euch dann im dritten Teil wiederzusehen. Und dazu folgt jetzt ein kleiner Ausblick. Und wieder endet ein Vlog mit Gaumenfreunden. Gaumenfreunden. Okay, was ist denn das? Und wieder endet ein Vlog mit Gaumenfreunden. Schon wieder? Diese Gaumenfreunde. Ich glaube, ich hab die langsam. Und wieder endet ein Vlog mit Gaumenfreunden. Das gibt's doch nicht. Nein, nicht schon wieder. Und wieder endet ein Vlog mit Gaumenfreunden. Okay, Leute, ich gebe das jetzt echt auf. Es sind jetzt Gaumenfreunde. So.